Vayu Aura heißt der zweite Wing der Firma Vayu und kommt mit einem variablen Händelsystem. Das heißt, wir haben Gurtbänder, die leicht rechteckig sind, recht fest. Die können in der Welle genutzt werden oder für den Freeride-Bereich und zum schnellen Auswechseln. Im Bereich von circa 5 Minuten dauert der Tausch, kann man hier feste Handles verwenden. Die Demontage und Montage ist einfach und das notwendige Werkzeug dazu, ein Inbus, ist dazu geliefert. Die Leash ist ein Gurtband ummanteltes Bungee und wir haben einen ausreichend großen Klett, der angenehm abgepolstert ist. Ob man die Gurtband-Handles oder die festen Stangen wählt, beide haben einen wirklich geringen Durchmesser, sodass halt bei jeder Handgröße hier ein angenehmes Greifen möglich ist. Zudem sind sie in beiden Fällen logischerweise sehr gut positioniert, was den Druckpunkt angeht. Auch die Frontschlaufe zum Führen des Wings in der Welle ist hier wirklich sehr schön dimensioniert. Da hat man den Wing sozusagen sehr gut im Griff. Beyond Entlüftet wird über das von Vayu verwendete große Ein- und Auslassventil und wir haben ein sehr gerades One-Pump-System, wodurch das Be- und Entlüften einfach fällt. Beim Flugtuch haben wir ein bis dato noch unbekanntes Material mit einem Double Ripstop und das fühlt sich insgesamt sehr weich und seidig an, fast wie als ob hier keine Beschichtung drauf wäre, aber auch nach längerem Gebrauch hat sich das Ganze hier bisher als sehr zugfest erwiesen. Die Abrisskante ist zusätzlich nochmal zweifach mit Tuch gedoppelt. Bei den Aufschlag- und Scheuerstellen haben wir Doppelungen aus gummiertem Gewebematerial. Das Konzept bei Vayu, was die Griffe angeht, ist natürlich gleich geblieben, auch zum Vayu Wing 2. Das Ganze ist hier vertieft in der Mittelstrut, sodass man mit geraden Stangen sehr nah am Wing sich befindet. Die Tuchstraffung wurde hier optimal durchgeführt. Wir haben ein mittleres bis flaches Profil mit wirklich einem sehr, sehr schön glatt gestrafften Tuch, wie erwähnt. Und das Ganze wirkt hier sehr präzise und modern. Obwohl der Aura in der jeweiligen Größe im Vergleich zu anderen Mitbewerbern eine recht schlanke Fronttube besitzt und auch das Profil von seiner Tiefe hier nicht immens ausgeprägt ist, so hat man doch geschafft, halt hier eine Profilgebung zu finden. Da liegt der tiefste Punkt halt wirklich sehr weit vorne, dass man bei einem Pumpvorgang, der eher auf und ab gerichtet ist, also weniger in Vorwärtsbewegung, ermöglicht, dass man wirklich hier auch bei 10 Knoten, Boards über 100 Liter Volumen und einem großen Flügel mühelos mit 5 Quadratmeter auch ins Fliegen kommt. Der Punkt ist auch bei sehr kleinen Boards zum Beispiel, dass wir mit dem Aura einen gleichmäßigen Grundzug haben. Man kann sich hier nicht besonders stark, aber doch immer permanent ein wenig dran festhalten, sodass hier auch der Startvorgang bei kleinen Boards beim Aufstehen schneller folgt. Und wie gesagt, wenn der Anstellwinkel richtig geführt ist, geht das Ganze hier sehr schnell in die Vorwärtsbewegung und auf den Flügel. Hier kann man nochmal schön die optimale Reihenfolge sehen, also mit einer leicht kreisenden Bewegung kommt man am besten in die Vorwärtsbewegung, etwas weiter vorne gegriffen aufgrund des vorne liegenden Profils und dann wechselt man in eine Auf- und Abbewegung, um hier noch mehr Lift zu erzeugen und das ist der schnellste Weg, um mit dem Aura auch vergleichsweise zu allen anderen, wie schon eben erwähnt, halt wirklich früh auf den Flügel zu kommen. Im Fliegen sollte man dem Vayu Aura nicht zu viel Kraft und eigenes Steuern angedeihen lassen. Er möchte sich hier leicht geführt lieber selbst im optimalen Winkel stabilisieren. Wie gesagt, der Anstellwinkel optimal von der Anströmung ist nicht sehr groß von bis, also es ist wirklich kein sehr fehlerverzeihender Wing.
Man braucht schon ein klein wenig Erfahrung, ist jetzt nicht für absolut den hundertprozentigen Einsteiger, aber wenn man ihn leicht in der Hand führt, dann ist er halt jederzeit selbst korrigierend von dem Anstellwinkel und auch mühelos dabei zu fliegen. Er besitzt insgesamt ein leichtes und spielerisches Feeling. Man sieht es hier auch schön in den Bildern, dass man die Hinterkante, also die hintere Hand, nicht zu dicht nimmt, weil er dort auf der hinteren Hand wenig Kräfte, Gegenkraft oder Feedback aufzubieten hat. Man kann ihn auch leicht überziehen, aber lässt man ihn einfach mit einer ganz leichten Spannung auf der hinteren Hand fliegen, so liefert er hier den bestmöglichen Vortrieb und auch die besten Winkel am Wind. Schaut man im Vergleich auf die Amwindleistung im Punkto Mitbewerber, so liegt der Aura hier im guten Bereich. Die schöne Ausbalanciertheit, das leichte Gewicht und der weit vorne liegende Schwerpunkt machen natürlich im Bereich des Handlings und der Manöver eindeutig den Aura zu einem der besten Schirme in diesem Bereich. Die Wege für das umliegende Profil sind sehr kurz und dementsprechend auch stets leicht zu kontrollieren. Das heißt nochmal, sobald das Manöver vollzogen ist und man den Wing mit der hinteren Hand leicht dicht nimmt, so liegt die Strömung wieder sofort an und man hat gleichmäßigen Vortrieb. Da gibt es nicht viele Wings, die so schnell reagieren in diesem Bereich. Getestet haben wir den Aura Wing in 4 und 5 Quadratmeter mit Foilgrößen zwischen 2000 Quadratzentimetern und 1000 Quadratzentimetern. Je nach Anwendungsbereich haben wir festgestellt, er passt am besten zu Flügeln, die eine etwas schlankere Anströmkante haben, also nicht so viel Widerstand bieten, keine reinen Einsteiger-Foils in der Kombination. Hier sollte auf jeden Fall schon etwas mit der mittleren bis höheren Geschwindigkeit in Kombination vorhanden sein, damit auch dieser Wing sein volles Potenzial in allen Bereichen ausspielen kann. Der Bereich Profilstabilität und überhaupt das Profil ist natürlich, wenn man sich die ganze Windbandbreite eines Wings, der möglich ist, anschaut, immer so ein bisschen schwierig. Hier profitiert der Aura bei sehr wenig Wind, also auch im Bereich auf Seen, in Verdrängerfahrt, davon, dass die Hinterkante halt jederzeit leicht schwebt und man kann den Wing mit wenig Kraft ausbalancieren. Im mittleren und optimalen Windbereich zeigt sich dieses Profil als wirklich sehr leicht und spielerisch und angenehm. Auch hier sind die Kräfte noch zum Austarieren des Anstellwinkels gering, so wie vorhin beschrieben. Und aufgrund des geringen Gewichts kann man hier insgesamt halt stets und ständig leicht und einfach rumspielen. Auch im oberen Windbereich bleibt das Profil sehr stabil. Da braucht man aber dann mehr Erfahrung und mehr Präzision beim Aussteuern des Anstellwinkels. Und das kann dann auch, wenn es sehr böig ist, schon mal in den etwas zickigen Bereich übergehen. Um gute Leistung beim Springen aus dem Aura zu beziehen, braucht man schon etwas mehr Speed. Die Profiltiefe weit vorne ist nicht so günstig halt für den Lift wie vergleichsweise beim Vario Wing 2, der hier insgesamt bessere Sprungeigenschaften aufzuweisen hat, da er einfach deutlich mehr liftet. Und auch beim Führen zum Sprung hin zum Absprung braucht man etwas mehr Erfahrung, um hier den korrekten Anstellwinkel zu vollziehen. Durch die schnellen Profilwechsel rotiert er ebenfalls sehr schnell, aber dann wird es noch schwieriger und das Fahrkönnen muss noch höher sein, um diese Anstellwinkel wirklich genau während des Sprungs sauber führen zu können. Wirklich zu Hause fühlt sich der Vario Aura allerdings in der Welle. Die weit vorne liegende tiefste Stelle des Profils trägt hier den Wing fast vollständig. So wird die Hinterkante absolut leicht
und schwebt halt auch immer mit. Selbst bei auflandigen Bedingungen kann man hier kaum in den Vayu in die Hinterkante reinfahren. Das ist schon was Besonderes. Und das, obwohl er jetzt von seinem Gewicht her trotzdem nochmal 10% schwerer ist als ein Unit D-Lab oder ein F1 Strike. Aber er hat halt von seiner Balance hier ein optimales Verhältnis, um perfekt mitzuschweben. Auch ein wichtiger Punkt, die Frontschlaufe ist sehr schön dimensioniert, hat die richtige Festigkeit, sodass man diesen Wing immer perfekt mitsteuern und führen kann. Und das gibt dem Fahrer oder der Fahrerin ein Optimum an Kontrolle. Ein toller Wing ist der Vayu Aura, besonders natürlich auch für leichte Personen aufgrund seiner spielerischen Charakteristik. Seine Fahrleistungen sind durchweg gut und man kann hier den Freerider ebenfalls auch bei sehr wenig Wind zu 100% zufriedenstellen. In allen Bereichen steht natürlich hundertprozentig der spielerische Moment bei diesem Wing hier im Vordergrund und der Einsatzbereich in der Welle und auch für Tricks und Manöver, schnelle Rotationen mit dem Wing, Backfahren, alle diese Sachen, die liegen dem Vayu Aura extrem gut. Letztendlich schauen wir natürlich auch bei der heutigen Preisentwicklung zum Schluss auf den Verkaufspreis oder den empfohlenen Verkaufspreis. Dadurch, dass hier Vayu mit konventionellen Materialien arbeitet, also nichts Spezielles wie Alula oder Hukipa oder andere Fronttube-Materialien und wirklich teure Laminate verwendet, haben wir hier einen ganz normalen durchschnittlichen Verkaufspreis. Der liegt bei 5 Quadratmeter ca. 1000 Euro. Angesichts der wirklich exzellenten und sauberen Verarbeitung, zudem der Möglichkeit, hier unterschiedliche Griffoptionen zu wählen, ist der Preis vergleichsweise im absolut durchschnittlichen Rahmen. Für uns leistungsmäßig im Vergleich einer der besten Wings am Markt, besonders wenn es um Thema Welle geht.